Zulu 2 Uniform Kilo November standing. Der Flieger Horst Hopsten. Rund 15 Jahre lang glich er einem Lost Place. Bald wird er einer neuen Nutzung zugeführt und die Zeitzeugen aus Beton für 44 Jahre Luftwaffe werden verschwinden. Doch der Flieger Horst Hopsten lebt weiter. In der Erinnerung der vielen Soldaten und zivilen Mitarbeiter, die hier über die Jahre ihren Dienst taten. Ich kriegte den Anruf in Rheine, ich müsste ganz schnell kommen vom Tower. Der Bundeskanzler würde einschweben. Und zwar Notlandung wegen Nebel. Der war auf einer Reise, auf einem Flug zur Wahlkampfveranstaltung in Münster. Und das sind so Erlebnisse, die man natürlich nie vergisst. Zwischen den zugewachsenen Gebäuden, auf den Betonplatten der Start- und Landebahn und vor bemoosten Sheltern warten Geschichten darauf, erzählt zu werden. Ich war ja als Luftraumbeobachter dafür zuständig, Flugzeuge im Luftraum zu erkennen. So, und dann irgendwann stand ich da hier auf dem Geschwader und habe in die Luft geguckt, holte meine Kollegen, Leute, das ist eine MiG. Das kann aber gar nicht. Das Auge sagt, das ist eine MiG, 100 Pro. Der Verstand sagt, nein, das kann nicht. Und wir haben da hin und her philosophiert. Ein paar Wochen später stellte sich heraus, dass wohl irgendwie ein Pilot aus dem Osten geflüchtet ist, hat sich mit Schleudersitz rausgeschleudert. Und dann über einen Autopiloten ist das Flugzeug dann weitergeflogen und ist dann hier über den nördlichen Bereich von Westdeutschland hergeflogen. Wir haben Menschen zurückgebracht an den Ort, an dem sie prägende Jahre ihres Lebens verbracht haben. Lassen Sie sich von ihnen mitnehmen in eine Zeit, als hier der Kerosingeruch der Triebwerke in der Luft hing und der Lärm der Kampfjets die Ohren betäubte. Also ein bisschen Wehmut auch. Also ich habe den Platz natürlich in ganz anderer Erinnerung. Also da waren die Abstellflächen nicht begrünt, so wie jetzt. Hätte mich mehr gefreut, wenn hier noch geflogen würde. Begleiten Sie uns auf eine Reise tief in die Herzen der Menschen, die einander einst Kameraden nannten und die diesen Ort und seine Geschichten nie vergessen werden. Der Flieger Horst Hopsten ist 1961 die erste deutsche NATO-Airbase, die streng nach NATO-Kriterien errichtet wurde. 3000 Meter lang und 30 Meter breit ist die Start- und Landebahn in Nord-Süd-Richtung. Ein 40-köpfiges Vorkommando bereitet im April die Inbetriebnahme vor. Ich war ungefähr der 40. Soldat. Zu der Zeit war noch der Kamerad Schneider, der früher danach Information und Betreuung machte, mein erster Spieß.
Und bei dem musste ich mich melden. Und da sagte gleich, ersten Tage, was bist du vom Beruf? Metzger. Ja, dann gehst du in die Küche. Ich sage, wir können es ja mal versuchen. Ja, und das hat mir gut gefallen. Ich kam her von Diepholz als Unteroffizier und habe dann meine Karriere beim Bund gemacht. Meine Zeit beim Bund war hervorragend. Ich habe da keinen Tag bereut. Am 12. Dezember wird das neue Jagdbombergeschwader 36 in den Dienst gestellt. Einsatzauftrag: Luftangriffe zur Unterstützung des Heeres. Die Verbundenheit mit der Region prägte während der gesamten Jahre das Geschwader. Das Wappen wurde zum allseits bekannten Bindeglied über alle Umstrukturierungen hinweg. Es war schon meine Homebase, also ich war da wirklich einmal in der Woche. Ich habe in Münster gewohnt 6 Jahre lang und bin da immer hingefahren und habe fotografiert, meistens außen am Zaun, aber halt manchmal auch innen, wenn ich dann eine Genehmigung hatte. Ich habe ja auch für Flugrevue und so Zeitschriften gearbeitet. Ne? Ein steigendste Erlebnis war auf diesem Feldherrnhügel neben dem Jacksonville, war wirklich an dem Flugtag 2001, wo dann Gewitter war und Sturm und dann unten die sonderbemalte MiG-29 vorbeirollte und dicht gefolgt von den 3 bunten Phantoms, ne, aus Hopsten, Neuburg und Lage. Und die dann alle zusammen auf der Startbahn standen und die Sonne kam raus in diesem Moment und ich stand oben auf diesem Feldherrnhügel mit ein paar anderen Presseleuten, also nur wenige Auserwählte. Da habe ich mich so happy gefühlt, auch hinterher, als ich die Fotos gesehen habe. Das war unglaublich. Seit 1984 führte das Geschwader den Traditionsnamen Westfalen. 1967 wurden 100 US-Soldaten nach Hopsten entsandt, für den Fall eines taktischen Nuklearwaffeneinsatzes. Der separate QRA-Bereich wurde errichtet. I was the security officer for the Americans, Detachment 350th Tactical Fighter Wing, and I was also what was called an emergency actions officer and a custodial officer and other jobs as well. My job, which was maybe 9 or 10 times each month, was alert for 24 hours in QRA with German pilots. And if we received certain orders, it was my job to check a code, come running out, check another code with an American sergeant, and if everything was correct, then I had to take a mechanical machine and do a procedure, and then climb the ladder and give the pilots some sort of code, and then ran to the next one. Usually we had 2 aircraft here. Ich war in der ULS-Staffel, also Unteroffiziersausbildungs- und Sicherungsstaffel. Sicherungsstaffel heißt, wir mussten also die Wachen stellen, sowohl für die Kaserne, dann für die Außenwache Mettingen und hier für den Fliegerhorst. Hier war immer was los. Es war spannend, es war aufregend, vor allem im QA-Bereich. Wir haben natürlich immer mal wieder versucht, uns möglichst nah hier ranzubegeben, was nicht erlaubt war. Es gab diese berühmte gelbe Linie. Wir wurden also dann, wenn wir hier auf diese Wache kamen, vergattert, extra vergattert, bis zu dieser berühmten gelben Linie, und da drin waren dann die Amerikaner. Und es hieß immer, die schießen sofort ohne Warnung. Zum Glück haben sie es nicht gemacht, sonst stände ich nicht hier. Bis 1972 musste die erste Staffel des Jabo G36 darauf vorbereitet sein, innerhalb von 15 Minuten nach Alarmierung 2 Starfighter in die Luft zu bringen. Dafür wurden 2 Maschinen und eine Ersatzmaschine aufgerüstet und abgestellt. Die zweite Staffel des Jabo G36 sicherte die Kampfbereitschaft mit konventionellen Waffen und diente der Europäisierung junger Piloten, die in den USA ausgebildet worden waren.
Also ich bin von 2001 bis 2005 in Rheine gewesen. Ich bin angefangen als Kraftfahrer MKF in der Kfz-Staffel und später mit der Umstrukturierung in der Nachschub- und Transportstaffel als Materialbewirtschaftungsunteroffizier. Es sieht irgendwie total runtergekommen, verwahrlost aus. Es ist irgendwie traurig. Man muss wirklich rätseln, was irgendwie wo gewesen ist. Was ich eben wiedererkannt habe, hier vorne ist die Tankstelle. Das war natürlich was, wo ich öfter gewesen bin, um die Fahrzeuge zu betanken. 1979 leistete das Jabo G36 Pionierarbeit in Happy Valley, Goose Bay in Kanada. Dazu wurden erstmals 6 Phantom mit Zwischenstopps nach Kanada überführt. Das war mein letztes Kommando, da bin ich auch Kommandoführer von der Technik gewesen. Da sind wir von Kanada aus über Grönland, Island, Schottland hier wieder nach Hause geflogen, beziehungsweise haben die Maschinen nach Hause gebracht. Das war ein tolles Erlebnis und wir mussten aufgrund der Ruhezeiten, die die Piloten einhalten mussten, hatten wir 4 Tage Aufenthalt auf Island. Also das war schon cool. 1990 endete der Kalte Krieg. Das Jabo G36 wurde umbenannt zum Jagdgeschwader 72 und erhielt als Einsatzauftrag die ausschließliche Luftverteidigung. Aufgrund der neuen Strukturmaßnahmen der Bundeswehr wurde die erste Staffel des JG 72 außer Dienst gestellt. Die zweite Staffel kehrte zurück zur Europäisierung von Piloten und zur Fluglehrerausbildung unter der neuen Bezeichnung Fluglehrzentrum F4F. Die nicht mehr im Einsatz stehenden Phantoms wurden nun ausgefasst. Ich bin in der Fachgruppe Triebwerk gewesen, also Triebwerkmechanikermeister, habe dann zum Schluss auch noch AAP gemacht für neue Soldaten, die kamen. Für mich das Interesse, überhaupt an so einem Flugzeug arbeiten zu dürfen, das war mein Wunsch. Also bis zum Schließen des Platzes hier 2006 und 2013 ist die F4 ja auch ausgesondert worden, ausgemustert worden. Das musste ich oder durfte ich auch miterleben. Und über die ganze Dokumentation an sich, die ich auch hier dann noch zum Schluss bearbeitet habe, hat sich das Ganze dann abgeschlossen. Einige Maschinen jedoch wurden erhalten und stehen heute in Museen und Ausbildungseinrichtungen. Den Himmel über Hopsten prägen nun andere Muster. Kameradschaft bedeutet mir sehr viel. Hier am Standort war sie sehr gut gewesen. Ich habe heute noch Kontakt zu einigen Leuten. Weißt du noch, wo wir nach Deci ein Schlauchboot mitgenommen haben? Ja, mit Außenbordmotor. Ja, das war lustig. Ja, da durften wir dann, ne? Nee, das durften wir nicht, aber die haben es beim Biegen nicht gemerkt. Das Fanghakengeschirr war so schwer, dass sie den Außenborder, den Tank und das Boot gar nicht mitgewogen haben. Das war sehr schön, ja. Und am Strand war es auch schön. Ja. Es war hier ein unheimlicher Zusammenhalt. Die Kameradschaft war so groß, also wir treffen uns heute noch mit so im Schnitt 10 bis 15 Leuten jedes Jahr zum Saalischen Abend und das machen wir jetzt schon seit über 30 Jahren. Kameradschaft, einer für den anderen, Vertrauen, Lachen, Helfen, das ist Kameradschaft. Glück, Schmerz, Freude und Wehmut. Auf dem Fliegerhorst Hopsten wurde alles geteilt. Doch was genau war es, das die Kameradschaft hier so unvergesslich einzigartig machte? Ich bin in den ersten Fliegenden gewesen für 10 Jahre, von 1990 bis 2000. Danach hat es mich in die USA verschlagen als Fluglehrer. Ich bin ein ganz normales fliegendes Besatzungsmitglied gewesen und habe den typischen Karrierepfad gemacht, im Grunde genommen von einem Jungeinsteiger, der das erste Mal fliegen gelernt hat, bis hin zu quasi den höchsten Grad der Karriere als Waffenlehrer. Alles hier in der ersten Staffel. Eine unglaublich schöne Zeit. Ich glaube, das Besondere für mich war zu diesem Zeitpunkt das Angenommenwerden von den Leuten, die schon hier waren. Ne, man ist hergekommen und man war eigentlich nicht fremd.
Also natürlich als Neuer schon, aber es war im Prinzip alle mit offenen Armen, die einen angenommen haben und gesagt haben, schön, dass du da bist. Und ein unglaublich gutes Gefühl. Ein bewegendes Gefühl. Eigentlich, wenn ich hier auf den Flugplatz schaue, sehe ich nicht die 15 Jahre, die verstrichen sind, sondern ich bin im Prinzip, es gibt ein Flashback und ich sehe, wie es vor 15 Jahren gewesen ist, als ich den Platz verlassen habe. Ich höre die Geräusche, ich rieche den Abgasstrahl der Phantom, ich höre das Gelächter der Kameraden. Ich glaube, besonders schöne Situationen waren die Momente zum Beispiel, wenn Jubeljahre im Grunde genommen ihr Fest gefeiert haben. Also die Ehrung, die Anerkennung, das gemeinsam Teilen miteinander, weil das ist eigentlich Ausdruck gewesen dieses besonderen Themas Kameradschaft und was so einen fliegenden Verband noch mehr ausmacht, die Form der Kameradschaft, weil eigentlich alle demselben Ziel hinterher schauen, nämlich dem Flugbetrieb. In der ersten Staffel sind ungefähr etwas um die 20 fliegende Besatzungen gewesen, also 20 Flugzeugführer, 20 Waffensystemoffiziere und die wurden für den Flugbetrieb eigentlich fast täglich durchgemischt. Ich wusste also, wenn ich morgens zur Arbeit kam, ich wusste nicht, was ist mein Auftrag, mit wem werde ich den bestreiten und was wollen wir hinterher am Ende erreicht haben. Und ich konnte im Grunde genommen jedem mein Leben in die Hand legen, weil ich das absolute Vertrauen hatte, dass wir gemeinsam im Grunde genommen das Ziel erreichen wollen, ohne uns dabei umzubringen. Das heißt, diese Form der Kameradschaft ist eine ganz besondere, weil wir haben die täglich auf die Probe gestellt. Das ist nicht simuliert, sondern wenn ich abstürze, bin ich tot. Es fühlte sich an, dass das, was ich mache, das Richtige ist und es gab mir persönlich eine Befriedigung mit meiner Tätigkeit, die ich sowohl als Soldat, als Mensch, als Offizier, Kamerad, Familienvater hier ausleben konnte. Es passte einfach. Ja, ich würde alles so wieder machen. Ich bin als Wehrpflichtiger zum Geschwader gekommen und das hat mir so gut gefallen, dass ich mich dann direkt verpflichtet habe. Von der Seite des Zusammenhalts, der Kameradschaft, ne? Das fehlt mir manchmal wohl. Wir leben in einer Ellbogengesellschaft, aber hier war das nicht so. Hier gab es nur ein Wir. Also ich habe mich hier, obwohl ich nur ein Jahr hier war, unheimlich wohl gefühlt und ich habe immer gern an diese Zeit gedacht hier. Mag daran liegen, dass die Luftwaffe eben doch was Besonderes ist. Also ich fand die Kameradschaft hier am Standort unheimlich toll. Das hat mir wirklich gut gefallen. Das habe ich auch an keinem anderen Standort mehr, wo ich danach gewesen bin, so in der Form wieder erlebt. Im Sommer gegrillt, bis die Kruste glühten. Also das war schon eine tolle Zeit hier. Also ich wäre gerne an den alten Standort zurückgegangen und hätte vielleicht die eine oder andere Versetzung erspart. Besonders ist im Grunde genommen, dass man sich hier sehr schnell zu Hause fühlt. Ja? Es gibt andere Standorte, wo das ein bisschen anonymer alles war. Also hier gerade dieses Geschwader nimmt einen auf, es ist wie eine Familie und man fühlt sich dann praktisch hier zu Hause. One Team, One Mission. Ein Team und eine Aufgabe. Und das haben wir hier ganz besonders gespürt, aber auch natürlich gelebt. Aber ich betone, mit den Menschen. Die Menschen sind entscheidend. In Amerika war das so, als wir dann zum Abschluss der Ausbildung waren, wurden dann die Standorte, die zur Verfügung stehen für die Starfighter-Geschwader, bekannt gegeben. Und unser Staffelkapitän damals in Amerika, der sagte, okay, einigt euch und wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann wird halt eben befohlen, wer wohin geht. Und ein guter Freund von mir, der hatte mir einen Brief geschrieben, sagte, du, ich bin hier in Hopsen und das ist eine junge Truppe und wir haben hier ein tolles Leben und das ist, Kameradschaft ist super, kommt zu uns. So bin ich hierher gekommen und ich habe es nie bereut. Also wir waren ein Geschwader, was auch in der Luftwaffe hohes Ansehen erlangt hat. Prägend ist natürlich der Zusammenhalt in so einer fliegenden Staffel. Und ohne diesen Zusammenhalt oder diese Kameradschaft, die da erforderlich ist, geht es einfach nicht. In der Fliegerei ist man natürlich immer auf seinen Nebenmann oder auf denjenigen, der in einer anderen Maschine sitzt, mit angewiesen. Kameradschaft kann man nicht befehlen, Kameradschaft wächst. Das heißt, das Vertrauen muss wachsen. Jeder ist für den anderen da. Das ist sowieso ein Muss in der Fliegerei. Wenn wir unsere Auslandskommandos gemacht haben, also in Decimomanno, in Sardinien, waren wir immer im Frühjahr und oder Herbst 4 Wochen zusammen.
Und dann in Kanada natürlich Tiefflug. Sie haben trainiert dann und sind am Ende dieses Trainings waren wir in der Lage, in 30 Meter Höhe mit 1000 Stundenkilometer zu fliegen. Dann bedeutet das natürlich, dass man dann zusammenrücken muss, dass man ein Team ist. Und man muss sich auf die Warte, also die das Flugzeug vorbereiten, auf die Techniker, die in den Hallen sind, die Schrauben und wieder alles zusammensetzen, natürlich verlassen können. Und deswegen war es nicht nur das fliegende Personal oder die Techniker dort, sondern alle zusammen. Angefangen in der Elowa-Staffel, dann bei Moon B, Kanone, bin dann in die Ausbildung gegangen zum technischen Offizier. Elowa-Staffel war mein Leben und ich bin dann irgendwann gewechselt in die Wartungsstaffel. Das ist das wahre Leben, habe ich dann auch später so mehrfach gesagt. Ich fand das immer gut, bis in die Ärmel im Fett rumwühlen. Ich bin angekommen, es war alles neu, habe aber dann ziemlich schnell festgestellt, dass der Zusammenhalt eigentlich extrem war. Wir haben immer den Spaß an erster Stelle gehabt. Trotzdem waren wir morgens da, haben unseren Mann gestanden. Wir waren immer was Besonderes, wir waren das bessere Geschwader, auch wenn die anderen das nicht hören wollen. Da lässt sich nichts drüber diskutieren, das war so. Der Flieger Horst Hopsten prägte ganze Lebensläufe. Viele kennen mich auch als Schrappi, mein Spitznamen, den ich halt bei der Bundeswehr bekommen habe. Ich bin 1988 am 4. Januar hier im Geschwader aufgeschlagen als Wehrdienstleistender, habe noch meinen Wehrdienst in der Flugberatung zu Ende gemacht, bin anschließend zum Fluglotsen ausgebildet worden und bis auf den letzten Tag, nämlich im Dezember 2005, hier im Geschwader gewesen. Also wie gesagt, ich wusste nicht, wo meine Karriere wirklich hingehen soll nach der Schule. Mein Vater sagte, mach Abitur und studiere bei der Bundeswehr. Studieren war dann aber nicht mehr für mich aktuell. Dann kam die Idee, werde doch Pilot bei der Bundeswehr. Das war nicht so mein Ding mit der Fliegerei. Und dann sagte mein Vater, dann wirst du halt Fluglotse. Ja, was ist denn das, Vater? Dann hat er es mir erklärt und habe ich gesagt, das mache ich. Und ich bin ihm heute noch dankbar. Weil aus meiner Sicht habe ich einen der schönsten Berufe, den ich hätte machen können, für mich in die Realität umgesetzt. Ja, wir haben früher sogenannte Runlogs geführt. In diesen Runlogs wurden die Towerstunden und die Anflüge, die man bei Radar geführt hat, aufgeschrieben. Und ich habe es wirklich geschafft und da waren noch einige Kameraden dabei, am vorletzten Tag, bevor ich hier rausgegangen bin, meinen 10.000. Anflug als Radarlotse zu führen. Die erste Zeit meines Lebens als Fluglotse bei der Bundeswehr hier in Hopsten waren so schön, da würde ich es auf jeden Fall wieder machen. Und wenn ich Einfluss gehabt hätte, dann wäre ich heute noch hier in Hopsten als Lotse, weil ich bin schließlich noch im aktiven Dienst. Vor allen Dingen in den Jahren hier in Hopsten, weil zu dem Zeitpunkt war die Bundeswehr noch eine, wo noch viel Flugbetrieb war, wo viel los war. Das ist nicht mehr vergleichbar mit den letzten Jahren, die ich so auf den anderen Fliegerhorsten oder auch in Rheine-Benn-Lage erlebt habe. Ich bin hierher nach Hopsten gekommen 1993 als Wehrpflichtiger. Bin 1994 nach Ende der Wehrpflicht kurz raus, um letztendlich 1995 den Weg wieder hierher zu finden und in die Ausbildung zum Fluglotsen einzusteigen. Habe 1998 hier meine erste Lizenz gemacht bei Hopsten Radar und habe dann noch die Tower-Ausbildung gemacht und habe letztendlich bis zum August 2005 hier gearbeitet, als dann absehbar war, dass zugemacht wird. Mir hat es dort in dieser Staffel mit dieser gelebten Kameradschaft und dieser großen Familie, die das wirklich schon gewesen ist, man wurde nicht als billiger Soldat, Wehrpflichtiger behandelt, sondern als Teil des Teams. Mir hat das so dermaßen gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich möchte bei dem Verein gerne bleiben. Ich muss auch zum Standort selber sagen, wenn 2005 die Standortfrage Hopsten nicht gewesen wäre, wäre ich hier nie weggegangen. Ich habe mich hier immer wohl gefühlt und habe nie mit dem Gedanken gespielt, hier irgendwann mal wegzugehen.
Und wenn es den Fliegerhorst heute noch geben würde, würde ich auch hier noch meinen Dienst tun, ganz ohne Frage. Und ich würde meine gesamte Laufbahn, so wie ich sie bisher bestritten habe, auch mit der Stationierung hier jederzeit wieder machen. Eingezogen zur Bundeswehr am 1.10.86 bis zum 30.09.90 und ich war als erster Luftfahrzeug-Hydraulikmechaniker hier beschäftigt. Die Kommandos waren auch schön, ich war 5-mal aus Sardinien und einmal in Kanada und dann war ich noch auf 2 Kurzkommandos, so nannten wir die dann eigentlich. Das war einmal in Grosseto und einmal in Belgien und das war natürlich auch immer spannend. Ne? Mein letzter Tag. Da habe ich da gestanden und habe dann das Bild überreicht bekommen. Diesen Kupferstich und da hatte ich echt noch Tränen in den Augen. Also, das war eigentlich das Traurigste hier überhaupt. Also ich war von 1986 an bis 1990 als SAZ-4 tätig und habe hier als Hydraulikmechaniker gearbeitet an der R4. Flugplätze und Flugzeuge, die faszinieren ja immer, mich sowieso. Und auf dem Fliegerhorst, so wie hier, ist das noch was ganz Besonderes. War schon spannend, war eine tolle Zeit. Ja, ich denke, ich würde es noch mal genauso machen. Standesdünkel zwischen Soldaten und zivilen Mitarbeitern gab es nicht. Was auch herausragend ist, die Zivilbeschäftigten waren ja die mit der längsten Erfahrung, wie die sich immer wieder mit den neu kommenden Leuten wie uns beschäftigt haben, uns an die Hand genommen haben und alles gezeigt haben. Das Schrauben an der Technik. Also ich möchte die Zeit hier nicht missen. Ich war damals im Jagdgeschwader 72 tätig, als erster Luftfahrzeugwartungsmechanikermeister. War eine sehr schöne Zeit, ich würde es sofort wieder machen. Ich habe damals mal für einen guten Kameraden von mir eine Wache übernommen. Und da kam dann morgens die nette Dame hier rein und der habe ich dann einen Kaffee angeboten. Ja, und einige zig Jahre später sind wir immer noch zusammen, mittlerweile verheiratet und sehr froh, dass uns eigentlich die Bundeswehr in dem Sinne zusammengebracht hat. Ich war da als Objektleiter. Ich bin angefangen in der General-Weber-Kaserne als normale Raumfliegerin. Ich kenne viele Kasernen, aber keine so wie Hopsten. So einen Zusammenhalt habe ich nirgendwo gesehen wie da. Wirklich nicht. Es war eigentlich schön da. Doch. Also die Kameradschaft und so war schon schön. Ich war von Sommer 86 bis Sommer 92 in der Kfz-Staffel. Da bin ich sowas von herzlich aufgenommen worden, das kann man sich nicht vorstellen. Dann bin ich Stabsunteroffizier geworden, dann war ich teilweise Teileinheitsführer. Wir durften mit nach Sardinien, da war ich 4-mal, gerne, immer wieder gerne. War ein Wahnsinnserlebnis. Direkt hinter die Piloten sitzen und sehen, wie die arbeiten, wie die starten, wie die landen. Das war einfach Wahnsinn. Ich würde immer wieder hingehen und immer wieder weitermachen, ohne Bedenken. Auch zu den Vorgesetzten war das Verhältnis vertrauensvoll. Ich war im 3. Zug Wartungsstaffel und bin natürlich hier hinter mir ganz oft in den Shelter reingegangen und wir haben da die Phantom entsprechend gewartet. Es gab so viele Geschichten, ganz tolle Geschichten, die man so erlebt hat während der Zeit. Ich erinnere mich immer wieder gerne eigentlich an 2 Situationen. Zum einen habe ich eine Zeit lang mit einem Kameraden zusammen eine WG gehabt in Rheine und da waren wir natürlich auch dann öfter mal abends in der Münsterstraße. Da gab es 2 Etablissements und da hat man dann auch schon mal durchgemacht. Und am Freitagmorgen kam dann der Zugführer an und hat alle eingeteilt zum Dienst, hat dann gesagt, so, hier geht zum Shelter 7, ihr geht zum Shelter 11, ihr geht zum Shelter 4, ihr beide geht auf die Couch. Das waren natürlich Erlebnisse. Dafür hat man aber auf der anderen Seite auch wieder, wenn es dann mal Dienste gab, die nicht so angenehm waren, ohne mit der Wimper zu zucken, auch den Dienst übernommen. Ich war von 1978 bis 1982 hier stationiert und ich war Triebwerker, Düsentriebwerkmechaniker.
Ach, der Standort ist halt nur ein Standort. Aber die Menschen, die hier waren, die waren was Besonderes. Man hatte ja auch manchmal private Sorgen, dass man dann auch mal zu seinem Vorgesetzten gehen konnte, zu dem man ein gutes Verhältnis hatte, der mit einem geredet hat oder nach Hause eingeladen hat zur Familie. Das war eine tolle Sache. Ich habe gekocht in der Küche Unterkunft. So habe ich in der Küche die Großküche mal erlernt und kennengelernt. Also ich würde es jederzeit wiederholen. Besonders gern erinnere ich mich zurück an meinen damaligen Spieß, Herr Lehrkamp, der praktisch auch für jeden seiner Leute die Hand ins Feuer legte. Ob mehr oder weniger mal was vorgefallen ist, er hat das alles wieder ins Reine gebracht. Und deswegen auch die Kameradschaft, wo wirklich jeder für jeden dastand. Und das ist schon wie eine Familie, jederzeit gerne wieder. In besonderer Erinnerung geblieben sind die jährlich wiederkehrenden Kommandos. Schießübungen auf dem NATO-Übungsplatz in Decimomannu auf Sardinien oder Tiefstflugübungen in der Goose Bay in Kanada. Von Beginn an tauschte sich das Geschwader über 1 bis 2 Wochen mit Staffeln anderer Luftwaffenstützpunkte in der ganzen Welt aus. Die Gegenbesuche brachten viele kulturelle Erlebnisse mit. Ein besonderes Highlight war der Besuch des Flugzeugträgers USS America, für jeden Luftwaffensoldaten ein Traum. Doch letztlich waren nicht nur die Highlights-Höhepunkte des Lebens auf dem Flieger Horst Hopsten. Also irgendwie war jeden Tag ein Highlight hier gewesen und man ist halt immer, wie gesagt, mit einem positiven Gefühl hier jeden Morgen zum Dienst erschienen. Man konnte es hier nicht besser treffen. Ich war hier von 1992 April bis zum März 1998 am Standort in der Thailand Electric als Elektriker für das Flugzeug zuständig, der Phantom, und habe halt hier eine der schönsten Zeiten meines Lebens verbracht. Besonders am Standort war für mich der Zusammenhalt der Kameraden. Einfach zufrieden nach Hause fährt nach den Stunden, die man hier war und weiß, man hat was Schönes geschafft und was Gutes geschafft. Ich fand es immer toll, zur Maschine zu kommen und erstmal nicht zu wissen, was war das Problem. Ich war ungern in der sogenannten Phase, weil das waren halt einfach Arbeiten, die immer wiederkehrend waren. Ich habe nur ein einziges Foto, was mich an diese Zeit erinnert. Das finde ich schade, das finde ich traurig. Und das würde ich heutzutage anders machen, definitiv. Wir waren alle für unsere beiden Stars, sage ich mal, da. Das war die Phantom und das waren unsere Piloten. Ich habe das Geschwader als Einheit erlebt. Es ist überwältigend. Ich würde es noch mal genauso machen. Backseater war ich in der ersten Staffel. Also das größte Highlight, was man sich merkt, sind grundsätzlich Luftnotlagen, die Gott sei Dank sehr selten vorkamen. Dann natürlich auch die angenehmen Momente, Feiern, Staffelleben. Da erinnert man sich überall und immer wieder gerne dran.
Fliegerei, sage ich immer, war mein erstes Leben. Und kein Mensch kann sich vorstellen, wie der kameradschaftliche Zusammenhalt in der fliegenden Staffel ist. Das muss man miterlebt haben, das kann man nicht beschreiben. Und plötzlich ruft der Tower an und sagt, da sind gerade 4 F4s gelandet aus Griechenland. Wie, die sind jetzt gelandet? Hätten wir doch hören müssen. Nee, die haben bei Tower eingecheckt und sind jetzt hier bei uns gelandet. Wo der Zusammenhalt so stark ist, schmerzen Verluste umso mehr, auch wenn sie selten waren. Ja, ich meine, es war 1981, da haben wir in Kanada eine Maschine verloren. Wir waren zu dem Zeitpunkt in Deci auf Sardinien. Das war auch der einzige Crash, den ich selbst erlebt habe, oder in der Zeit, wo ich da war. 2001 erhielt das JG72 den Flugsicherheitspreis für die unfallfreien Jahre 1997 bis 2000. Bereits zuvor konnte der Fliegerhorst Hopsten 10 unfallfreie Jahre verbuchen. Die Kameradschaft zwischen der Technik, die waren mit uns und wir mit denen freundschaftlich, kameradschaftlich, bestens, kann man sagen, verbunden. Opfer in mein Leben, wenn ich jetzt da reingehe und mache eine Runde. Ne? Das Vertrauen war unheimlich wichtig und hoch. Was da im Geschwader gewesen ist, wenn es auch viele Jahre waren, was Negatives habe ich da nicht erlebt. Bis auf die leidtragenden Sachen, wo die Kameraden ihr Leben verloren haben. Wenn es auch nicht dich persönlich trifft, aber deine Kameraden sind die gleichen Menschen wie du und ich. Es klingt wahrscheinlich übertrieben, da möchte ich keinen Tag missen. Das ist eine tolle Zeit gewesen. Und ich bin von 1990 bis 2002 hier gewesen, war dann die ersten 4 Jahre im U-Bereich hauptsächlich, bei E&S, Rettung und Sicherheit, habe aber auch viel hier in den fliegenden Staffeln gearbeitet und bin dann zu Ende 94 bin ich hier in den Stab T gekommen. Die Planung des 12-Monats-Check vom Schleudersitz beziehungsweise den Rettungssystem da drin, sprich Fallschirm, Westen, Schlauchboot und so weiter und so fort. Bin dann stabintern die letzten Jahre zum S3A gewechselt und habe dort, wie gesagt, Ausbildungsgänge von meinen Kameraden geplant, Flurförderzeuglehrgänge. Hier kam man reingefahren und wusste, man ist angekommen. Und wenn man das jetzt so sieht, ist natürlich schon, geht dann schon ziemlich nahe. Es gab eine tragische Situation, die mich damals ziemlich runtergezogen hat. Das war, wo in Coos Bay eine Maschine von uns abgestürzt ist. Ein Pilot und ein Waffensystemoffizier dabei ums Leben kamen. Das hat mich damals schon ziemlich mitgenommen, weil ich beide auch relativ gut kannte. Insgesamt verloren die Kameraden auf dem Fliegerhorst Hopsten 8 Piloten auf der Thunderstreak, 7 auf dem Starfighter und 6 auf der Phantom. In der Erinnerung der Kameraden leben sie weiter. Genauso überdauert auch der Fliegerhorst Hopsten die Schließung seiner Tore. Auch die Verabschiedung dann von den Leuten, von den Piloten, von den Menschen, das war dann doch schon, ja, was einen berührt hat. Ich war hier stationiert von Januar 88 nach meiner Grundausbildung bis zum April 1998. Im Hintergrund kann man es ja sehen, die ASG, die ersten 3 Monate besucht. Nach 3 Jahren suchte man dann im Süden halt erste Warte, bin dann in den 3. Zug gewechselt und habe dort noch mal 3 Jahre verbracht. Und dann konnte ich aus gesundheitlichen Gründen im Flieger, unterm Flieger nicht mehr als Wart arbeiten und bin dann gewechselt zur Elektronik- und Waffenstaffel. Wir hatten eine unwahrscheinliche Kameradschaft in den Zügen selber, zu den Piloten auch.
Man hat sich irgendwo alle gegenseitig geholfen und das kenne ich eigentlich so aus dem Privaten gar nicht. Das auch so auf diesen Kommandos, diese Gemeinschaftsabende, wenn man überlegt, dass man hier mit 19, 20, 21 Jahren hinkommt und dort Wartungsmechaniker wird, an einem Phantom, wo man weiß, dass man die Verantwortung auch drüber hat. Da sitzen Menschen drin und diese Verantwortung, die kriegt man eigentlich heutzutage nirgendwo mehr. Absolute Burner war 1996 als Kommandofeldwebel noch 6 Wochen in Las Vegas. Und am liebsten wären wir natürlich, wenn wir Flugzeuggeräusche hätten. Aber ist schon stark, hier mal wieder hinzukommen. Die Erinnerungen sind doch alle noch sehr positiv. Wie ich hier vor das Tor gefahren bin, da lief mir erstmal persönlich eine Gänsehaut runter. Der ganze Kontakt, auch diese Gruppen bei Facebook und, die sind immer noch vorhanden und das nimmt uns keiner. Das wird uns auch nie jemand nehmen können, diese Zeit. Ja, wir wollen die Erinnerung an das Geschwader wachhalten, die Tradition pflegen des Geschwaders, aber auch praktisch die Tradition der jungen Luftwaffe und das Gemeinschaftsgefühl aufrechterhalten. Und das ist sehr wichtig, denn viele der ehemaligen Soldaten sind hier am Ort geblieben. Wir hatten eine sehr tolle Gemeinschaft hier, also alles tolle Kameraden, egal auch in welcher Schicht. Wir waren im 2-Schicht-System hier unterwegs. Auch eine gute Kameradschaft zu anderen Soldaten, zu anderen Mechanikern, die unten auch öfters mal zum Kaffee kamen. War so eine sehr, sehr schöne Zeit hier vor Ort. Wenn man sich an damals erinnert, ist jeder Grashalm hier schön geschnitten gewesen. Es sieht momentan schon sehr wüst aus, muss man sagen. Das tut schon ein bisschen weh. Es ist schon ein bisschen traurig oder bedrückend, wenn man sieht, was so aus diesem Platz hier geworden ist. Wenn man sieht, was für ein Leben hier früher war, welche Aktivitäten hier auf dem Platz durchgeführt wurden. Und jetzt ist alles ja, der Natur oder sich selbst überlassen. Karl Ludwig Hilmer, bin hier als Soldat und als Zivilist seit 1967 angefangen. Ich war in der Truppenküche als Koch und dann war ich noch 3 oder 4 Mal mit nach Kanada hin und das war auch eine sehr schöne Zeit. Am 17. September 1976 bin ich dann als Zivilist angefangen. Ja, die schöne Zeit war ja hier ungefähr die 7 Jahre, die ich in der Truppenküche war. Wie einer von der Lockheed in Amerika gekommen ist, hat sich hier ein Flugzeug geschnappt und ist dann hier über den Flugplatz gegangen. Und zu dem Zeitpunkt war ich gerade mit einem Kübel Erbsensuppe auf dem Weg zur ersten Staffel hin. Aus dem Rücken heraus ist er dann hier rüber hergegangen und ich habe mich zu dem Zeitpunkt so erschrocken, dass ich dann hingegangen bin und habe alles fahren lassen und habe mich erstmal auf den Boden gelegt. War eine schöne Zeit. Auch diese Art und Weise, die Kameradschaft, die herrschte in der Küche und so weiter, das war hervorragend. Das erste Muster auf dem Flieger Horst Hopsten war die Thunderstreak, wurde aber schon bald vom Starfighter abgelöst. Seit 1962 wartete der Flieger Horst Hopsten
mit einer damals flugtechnischen Neuheit auf. Die Notfanganlage für Maschinen mit technischen Problemen. Bin von 1996 bis 1999 hier bei der Feuerwehr gewesen, beim JG 72 und bin als Brandmeister hier tätig gewesen. Ich bin also noch als Grundwehrdienstler bei der Feuerwehr hier eingesetzt gewesen und habe das 2. und 3. Jahr dann als Zivilangestellter hier weitergemacht. Ja, also wir hatten hier immer sehr hohen Flugverkehr und haben dann hier quasi nur den Flugbetrieb beobachtet und im Notfall dann halt auf diesem Platz das Fangseil eingehangen, damit die Phantom mit ihrem Fanghaken oder was dann hier landen konnte. Der Starfighter war ein schweres, komplexes und leistungsfähiges Kampfflugzeug mit Allwetternavigation und Waffenleitsystem. Es war auch für Nuklearwaffeneinsätze geeignet und damit bestimmt für die heiße Phase im Kalten Krieg. Seit 1965 begann in Hopsten das Zeitalter dieser Jagdbomber mit doppelter Überschallgeschwindigkeit. Das in vieler Augen schönste und eleganteste Kampfflugzeug nannten die Soldaten bemannte Rakete. Nachdem ich die ersten 2 Jahre meiner Militärzeit bei einer Raketeneinheit in Nordfriesland oder Ostfriesland verbracht habe, bin ich im Oktober 1967 hier nach Rheine versetzt worden und habe hier meinen Dienst getan in verschiedenen Funktionen bis 1998 im März. Und danach bin ich in Pension gegangen. Die ersten Jahre bin ich hier in der Wartungsstaffel als erster Wart gewesen, an der 104. Und meine Zeit als Wartungszugführer, die würde ich wohl als schönste Zeit meiner Dienstzeit ansehen. Die Medien dagegen tauften den Starfighter Witwenmacher. 250 der 916 an die Luftwaffe gelieferten Starfighter stürzten ab. Ich habe selbst eine sehr tragische Zeit gehabt in der Anfang 1971, als innerhalb von einem Vierteljahr 3 gute Freunde von mir tödlich abgestürzt sind. Und das ist natürlich dann eine Situation, wo man sich dann doch schon fragt, kann es sich auch treffen, wie konnte das passieren? Den Hopstener Piloten galt der Starfighter dennoch als sicheres Flugzeug im Vergleich zur Thunderstreak und ab 1967 gingen die Abstürze zurück. Dank eines neuen Schleudersitzes und der zunehmenden Erfahrung und Qualifikation von Mechanikern und Piloten. Ja, ich bin nach der Ausbildung auf dem Starfighter, der in Arizona in Amerika stattfindet, 1970 im Frühjahr hier nach Hopsten gekommen. Als normaler Staffelpilot von der Pike auf lernen. Die Fliegerei als solche haben wir in den USA beigebracht bekommen, aber dann kam hier das taktische Fliegen in größerem Umfang noch dazu und natürlich auch das Eingewöhnen an die fliegerischen Gegebenheiten hier in Europa, enger Luftraum, Wetter nicht so wie in Arizona, 350 Tage im Jahr Sonnenschein. Das gehört alles dazu und bin dann bis 1977 hier im Geschwader gewesen. 1975 haben wir dann auf die Phantom umgeschult. Ich war also noch auf dem Starfighter Fluglehrer. Bin dann gleich wieder als Fluglehrer auf der Phantom ausgebildet worden und bin dann 1977 als Fluglehrer in eine amerikanische Staffel gegangen nach Luke Air Force Base in Arizona und habe dort amerikanische Piloten ausgebildet. Nach 100.000 Flugstunden und 74 Millionen Kilometern ging die Geschichte des Starfighters in Hopsten zu Ende. 1975 kam die Phantom und mit ihr erstmalig der Einsatzauftrag Luftverteidigung. Es hat einfach Spaß gemacht, diese riesigen, lauten, stinkenden Dinger da
fliegen zu sehen, das war einfach nur immer ein geniales Feeling jedes Mal. Die Maschinen wurden nach der Farbe ihres Radoms Schwarznasen für den Luftangriff und Graunasen für die Luftverteidigung genannt. Das gerade auch jetzt in der herbstlichen Zeit, wenn der Nebel so über die Startbahn zieht und dann die Flugvorfeldbeleuchtung und der F4 dann ihren Nachbrenner zündet, da kriegt man einfach nur Gänsehaut. Der Fliegerhorst Hopsten beschäftigte bald 2300 Soldaten und zivile Mitarbeiter. Denn die Phantom hatte 2 Sitze und erforderte den Einsatz von Kampfbeobachtern oder später Waffensystemoffizieren. Also ich bin 1985 hier nach Hopsten gekommen als stellvertretender Kommandeur. Ich musste erst umschulen von der RFVE, also dem Aufklärer, auf die FEF. Und war dann aber schon gleich stellvertretender Kommandeur und bin dann Kommandeur geworden, da hinten in dem Stabsgebäude. Und war bis 1988 hier den Kommandeur der fliegenden Gruppe. Nämlich die 1. und 2. fliegende Staffel und dann die zentrale Ausbildungseinrichtung. Da wurden alle jungen Piloten wurden dann nochmal europäisiert, nennen wir das. Oder Piloten wurden, wie ich denn auch, oder andere Besatzungsmitglieder umgeschult. Der neue 2. Mann auf dem Rücksitz zog anfangs Neckereien nach sich, wie die Beschriftung der Toilettenbereiche mit "For Pilots Only" und "For Scrub Women and KBOs", also für Putzfrauen und Kampfbeobachter. Besonders war eigentlich die Fliegerei an sich und die Flugzeuge, der Krach und die Technik, die damit verbunden war. Am Flugzeug arbeiten so ein Ding und dann wirklich, das fliegt nachher und fällt auch nicht runter. 1981 bekam das Geschwader seine 3. Staffel, unter anderem zur Ausbildung von Fluglehrern für das Waffensystem der Phantom. Insgesamt absolvierte die Phantom-Staffel 230.000 Flugstunden. Ich bin hier in einer planbaren Instandsetzung gewesen, erst Halle 1 und dann Halle 3 als Flugzeugmechaniker. Ja, besonders zum einen, dass ich hier gewohnt habe, sowieso hier in Dreierwalde. Flugzeuge haben mich immer fasziniert und dann an den Maschinen zu schrauben, wo ich das erste Mal davor gestanden habe, habe ich nur gedacht, oh Gott, das Ding hier sollst du reparieren. Ist schon ein komisches Gefühl, wenn man jetzt sieht, dass hier alles leer steht und alles verwildert. Die Zeiten auf Sardinien, wo wir schön an der Startbahn gelegen haben, in der Hitze zum Tower rübergegangen, Cappuccino Woff getrunken zwischendurch. Oder in Kanada, wo unsere Maschinen einen Tiefflug geübt haben. Einmal war was nicht Schönes, ich war im Shelter gewesen hinten, wo diese Betonwand ist und dann hat die Maschine gestartet und da wurde es doch da hinten mächtig warm und die Luft ganz schön dünne. Also ich würde es auf jeden Fall genauso machen, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte. Also es war eine richtig schöne Zeit gewesen. Dann habe ich also meinen letzten Flug hier im Geschwader gemacht, 2002. Am nächsten Tag war ich Pensionär. Und den letzten Flug konnte ich dann noch mit meinem Sohn machen, der damals Staffelkapitän war in Schleswig in einer Tornado-Staffel. Der ist dann mit einem Tornado gekommen und wir beiden haben dann hier an einem herrlichen Tag, noch weniger als heute, sind wir hier Informationen über die Startbahn geflogen und gut, das war ein krönender Abschluss. Am 18. Dezember 2003 landete die letzte Phantom in Hopsten nach ihrem finalen Übungsflug. Naja, wenn man hier reinkommt, dann vermisst man erstmal den Kerosingeruch, ne? Und das Grummeln der Triebwerke. Und gut, da kommen ja viele Erinnerungen wieder. Ne? Wie oft bin ich hier durch das Tor gefahren, wie oft bin ich diese Straße von Rheine nach Dreierwalde gefahren, tags, nachts und Alarmübungen. Und das kommt dann alles wieder so hoch, wenn man die Gebäude sieht, den Tower sieht. Das ist schon noch eine Herzensangelegenheit. Und natürlich auch mit einer gewissen Wehmut verbunden, wenn man so sieht, wie die Natur sich den Platz zurückholt.
so vielen Jahren hierher zu kommen, das ist natürlich ein überwältigendes Gefühl. Auf der anderen Seite zu sehen, dass das natürlich alles brach liegt und auch ein bisschen verrottet ist, sage ich jetzt mal so, ist natürlich auch ein bisschen traurig. Bin 1968 im Januar hier angefangen und habe dann 2006, also nach fast 40 Jahren, hier den Schlüssel an der Hauptwache umgedreht. Ursprünglich wollte ich nur 3 Jahre hier bleiben. Das war eine schöne Zeit. Also wenn mich einer fragen würde, oder wenn ich nochmal vor der Wahl stehen würde, ich würde es wieder tun. Also die Zeit war schon toll. Man hatte immer mit jungen Leuten zu tun und das hält einen selber ja auch ein bisschen jung. Und das fand ich schon eine tolle Sache und das, glaube ich, davon zehre ich heute noch. Auch die letzten Tage hier im Geschwader damals, als ich gegangen bin, waren nicht wirklich schön. Weil da ich ja wirklich bis zum letzten Tag hier war, habe ich ja einen nach dem anderen den lieben Mitarbeitern verabschieden dürfen, müssen, können. Und irgendwann war man dann ganz alleine hier. Und dann war es auf einmal vorbei. Das war irgendwie schon ein trauriger Moment. Und da denke ich wohl dran zurück, wenn ich auch gerade eben, als ich auf der Straße von Rheine nach hier unterwegs war, so, es ging mir das so durch den Kopf. Mit der Aufgabe des Fliegerhorstes Hopsten verließen Menschen die Region, die ihnen Heimat geworden war. Familien zogen weg. Freunde wurden auf Standorte in ganz Deutschland verteilt. Sie alle haben einen Teil ihres Herzens zurückgelassen. Durch die Erinnerung an die Zeit auf dem Fliegerhorst und die Leidenschaft für die Luftwaffe bleiben diese Ehemaligen auf immer mit diesem Ort verbunden. Ich habe fast alle Standorte in Deutschland, Luftwaffenstandorte, erlebt. Und ich muss sagen, gut, dass ich in Rheine war.